könnte heute mit den gleichen Pferden mitziehen. Genauso. Er hatte Blut genug, was die heute brauchen. Und es war kein Langsamspringer, sondern einer, der richtig schnell um Ecken konnte und Schnellkraft hatte. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo Ina zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lynn. Ja, diesmal eine Folge zu einem Fuchshengst. Wir waren bei alten Bekannten, beziehungsweise du warst da. Richtig, wir waren bei Böckmann, mal wieder im Südoldenburger Raum und habe mit Gilbert Böckmann gesprochen und auch über einen Hengst, der ja wirklich besonders ist. Weil wo gibt es das noch, und ich glaube heute gar nicht, dass ein Hengst sowohl Dressurpferde höchst erfolgreich macht, als auch Springpferde höchst erfolgreich. Und er hat auch 2 Vielseitigkeitspferde produziert, die bis Klasse S gestartet sind. Ja, also erfolgreiche Nachkommen in allen olympischen Disziplinen. Ich glaube, da ist er einer der wenigen, der das von sich sagen kann. Und was wirklich spannend ist und was ich vorher nicht wusste, ist, dass dieses Pferd, über das wir gleich sprechen, dieser Hengst, selber erfolgreich erst bis Klasse M Dressur gelaufen ist, bis er dann seine große eigene Springkarriere gestartet hat. Wow. Und? Verrätst du uns, um wen es geht? Oh, Tada. Ja, es kann dabei nur sich um Quattro B handeln, der legendäre Fuchshengst Selle Français. Ja. Und ja, das und spannende Details hört ihr in unserem Gespräch. Ja, hören wir mal rein. Ja, moin erstmal, schön, dass Sie hier sind. Kein Problem, gerne. Ja, Quattro B weiß ich nicht mehr alles hundertprozentig, weil mein Bruder derzeit, der Tönne, noch die Deckstation hatte, ist 3-jährig zu uns gekommen. Mein Vater hat ihn gesehen in Holland bei Familie Nijhoff. Die waren erst auch noch Mitbesitzer, bis 6-jährig, glaube ich. Dann haben wir ihn ganz übernommen. Der 3-jährig einfach angefangen, den konnte zu reiten wie ein Dressurpferd. Der war einfach zu reiten. Der ist ja auch erstmal Dressur gegangen. Ich habe gesehen, der ist bis 95, 96 bis zur Dressurprüfung Klasse M gestartet, Dressurpferdeprüfung. Ja. Und wann hat man dann sein Springtalent entdeckt? Oder wann habt ihr gesehen, Mensch, der kann ja springen? Ja, der hat die Prüfung damals ja schon gut gemacht, beides, Springen und Dressur. Und ich habe sogar selber einmal Dressurpferde M geritten in Hollager auf dem Turnier. Ja. Da reite ich rein, da war der alte Herr Vöge noch Richter. Klaus Vöge war noch Richter. Und sagte, hast dich nicht verritten hier? Ich sag, wieso? Ja, du bist ja hier auf dem Dressurplatz und du musst doch eigentlich auch in eine Springhalle. Ich sag, nee, ich reite heute mal Dressur. Und da war auch 2, das fällt mir so gerade jetzt wieder ein. Ne? Auf Quattro B dann? Auf Quattro B, Dressurpferde M war das. Zweite, ja, glaube ich. Und Herr Vöge sagte auch bei Siegerring, du kannst auch Dressur reiten, du kannst ruhig weitermachen. Du brauchst nicht Springen rein. So war das früher. Ne? Und ich meine, er ist dann Zweiter geworden, Dressur. Man denkt eigentlich so, dann geht sein Dressurweg weiter und man setzt ihn noch ein eher für Dressurstuten. Wann habt ihr gemerkt, der kann auch springen? Ja, wir haben ja neben beidseitig, auch Springpferdeprüfung ist ja auch gegangen. Und dann haben wir beidseitig, und weil ich natürlich mehr Springreiter war, habe ich ein Springen geritten. Bisschen Springpferdeprüfung erst und dann 7-jährig, 8-jährig ist so die ersten S gegangen. Dann war auf dem alten Turnier, was Paul Schockemüll noch in Hannover Messe war er erfolgreich passiert, in Bremen war er platziert. Und wir konnten ihn nicht 100% reiten, weil wenn die Decksaison war und wir haben geritten und Decken, dann war er einfach, auf Deutsch gesagt, deckfaul. So, also konnte ich meist von Februar bis Juni zu Hause ein bisschen arbeiten, aber nicht unter Turnierbedingungen, weil da hat er einfach keinen Bock. Keinen Bock, auf Deutsch gesagt. Aber ich mache noch mal einen Schritt zurück, ganz zurück. Wir reden über das Jahr 1990, als er geboren wurde. Selle Français ist Quattro B. Das ist eine recht ungewöhnliche Entscheidung zu der Zeit. Gut, über Furioso 2 hatte man schon mal ein paar Experimente gemacht, aber diesen Hengst nach Südoldenburg zu holen. Wie kam es dazu? Ja, das war einfach neues Blut. Wir brauchen ja mal neues Blut. Und mein Vater hatte den gesehen in Holland bei Familie Nijhoff. Die wollten es gar nicht verkaufen und dann hatten wir
die Hälfte gekauft und ich meine 6-jährig haben wir ganz übernommen. Und Er ist ja hochinteressant gezogen, ne? Wenn man das mal sieht. Hinten drin ist Traberblut über die Vollblutlinie und hoch erfolgreiche Springpferde sind in seinem Pedigree. Und eben ein Stell Français noch hier unverbraucht zu der Zeit in diesem Zuchtgebiet. Was war so interessant? Und es war ja auch ein Risiko, wenn man denkt so, oh Gott, was machen denn da Traber hinten drin? Ja, gut. Und er war einfach zu reiten wie ein super normales halt. Viele Franzosen sind ja heute in der Zucht auch noch, die so ein bisschen maulig sind und nicht so gern durchs Genick, aber er war einfach genial, er konnte alles machen. Und er wollte auch alles machen. Dem hast du einmal was gezeigt, wupp, das war drin. Und so ein anderes Pferd machst du 8 Tage Schulterverein beibringen oder rückwärts richten. Er hat es einmal verstanden und schon was drin. Und das hat er auch weitergegeben. Und das hat er weitergegeben. Die Rittigkeit hat er weitergegeben. Rittigkeit, klarer Kopf. Der Stell Français-Hengst ist 1990 bei Züchter Rémy Ferrand geboren und erhielt seine Körung 1993 in Oldenburg. Fast sein gesamtes Leben verbrachte er auf dem Zuchthof Böckmann in Lastrup, wo er auch im Sport hoch erfolgreich war. In der Dressur ritt ihn Angela Schrand erfolgreich bis Klasse M. Mit Gilbert Böckmann im Sattel gelangen Siege in den Springen bis zum 3-Sterne-S. Insgesamt erreichte er eine Lebendgewinnsumme von fast 25.000 €. Bei seinen Nachkommen passt der Satz Qualität statt Quantität, denn obwohl er verhältnismäßig eher wenige Nachkommen hat, sind diese sehr gut gelungen. Zu seinen bekanntesten Nachkommen im Sport zählen zum Beispiel Exquise Oliver Q, der mit dem Niederländer Harry Smulders Erfolge feierte, oder Quantico unter Heike Kemmer. Insgesamt brachte er 96 im Springen der schweren Klasse erfolgreiche Nachkommen und 24 bis zur Dressur in der schweren Klasse erfolgreiche Pferde hervor. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf 1,4 Millionen €. Außerdem zählen zu seinen Nachkommen 15 gekörte Söhne, einer von ihnen der Hengst Quarterback. Im Alter von 24 Jahren verstarb Quadrobet im August 2014. Werbung. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Darum bietet das Reitsportmagazin auf seiner Homepage einen virtuellen Marktplatz für Privatpersonen und Gewerbe an. Das Angebot reicht von Immobilien über Fohlen bis hin zu Dienstleistungen und innovativen Produkten. Viele Aktionen und Rabattcodes bringen hier trotz Corona Käufer und Verkäufer zusammen. Schnell, einfach und für einen kleinen Preis können Anbieter hier ihre Kunden zielgruppengenau auf dem Marktplatz erreichen. Weitere Informationen zum Marktplatz gibt es ebenfalls auf der Homepage www.reitsport-magazin.net oder direkt mit dem Link in unseren Shownotes. Wie war sein Weg? Also er wurde dann gekört für Oldenburg. Ja. Und er wurde aber nie für Hannover anerkannt. Warum? Nee, weil das von der Blutlinie hinten nicht, das Traberblut, das war die. Früher Hannover mussten die, glaube ich, 4 Generationen Warmblut haben, reines Warmblut. Und der hatte in der 3. Generation Traberblut oder 4. Traberblut, deswegen wollten die den nicht anerkennen oder haben nicht anerkannt. Selbst schuld. Und auch nicht die Entscheidung revidiert irgendwann mal. Gar nicht. Heute wäre es einfach kein Problem mehr gewesen. Aber früher war es Hannoveraner, die sitzen auf ihrem Thron, 5 Generationen Hannoveraner. Früher konntest du einen Oldenburger sehr schwer anerkannt kriegen für Hannover. Rein Oldenburger Hengst. Vor 25 Jahren war es ja unmöglich. Ja. Das war das Hannover-Pferd, der Holsteiner war das Holsteiner und Oldenburger. Wir haben ja früher sehr oft früh aufgemacht, das Oldenburger Pferd. Deswegen sind wir auch, finde ich, so erfolgreich, vor allem jetzt mit dem OS-Pferd, OS-Verband. Seitdem sind wir auch offen und jetzt ziehen natürlich die anderen auch alle nach. Ich meine, damals weil die brauchen neues Inshallah, Blut. Inshallah, ja. so, ne? Die haben es halt geprägt. Ja, sehr spannend. Gut, dann kam er hierher und hat sich gut gemacht und hat sich auch da gut entwickelt, reiterlich, kein Problem, nicht so wie, wir waren ja mal hier und haben über Cordalmé gesprochen, der nie höher sprang, als er musste. Nee. Erinnerst du dich an die ersten Springversuche? Der erste Springversuch, wie ein junges Pferd, was ich eben schon sagte, dem hast du einmal was gezeigt, dann guckt er vielleicht einmal, so noch was drin, dann sprang er einfach. Du musstest nicht 3-mal üben und der wollte einfach, das war einfach ein Leistungspferd. Der hatte Spaß an der Arbeit, ob es Dressurreiten oder Springreiten oder ein bisschen ins Gelände gewesen, der hat einfach Spaß an allen und der war jeden Tag gut gelaunt. Und das hat er auch weitergegeben, ne? Die Kuhlinie, die er hervorgebracht hat.
Ja, ich meine, Quando Ja. im Dressurbereich, hoch erfolgreiche Springpferde. Wann habt ihr gemerkt, hoppla, der kann ja beides? Als wir ihn geritten haben, da 3-, 4-jährig und dann haben wir mal Material, glaube ich, sogar mal geritten und dann Dressurpferdeprüfung und Springen auch. Und der tat einfach alles. Der wollte einfach. Und er hat es auch weiter. Und er hat es, Gott sei Dank, was viele ja nicht machen, der hat beides weitergegeben. Im Fahrsport waren sogar welche, Military waren welche sehr erfolgreich. Und Dressur und Springen auch. Aber es gibt es ja heute gar nicht mehr, oder? Nee, Vergleichbar? heute gibt es ja gar nicht. Wenn man heute anguckt, die Dressurpferde, wenn die freispringen müssen, das ist ja, muss ich glaube ich nichts zu sagen, das wissen ja, deswegen machen sie es doch gar nicht mehr offiziell, sondern die müssen einmal, weil die Urteile mitspringen berücksichtigt werden müssen, laufen die einmal durch so eine kleine Reihe vom halben Meter und das ist einfach, die Zucht hat sich ja so, früher mussten ja alles. Früher mussten wir auch alles auf dem Turnier reiten. Wir mussten erst der A-Dressur reiten, durften wir A-Springen reiten mit einem Pferd. Haben wir L-Dressur durften wir reiten, L-Springen durften wir reiten, wenn wir L-Dressur geritten haben. So, und das geht ja heute gar nicht mehr. Fängt ja an schon mit der Eignungsprüfung. Vor 6, 7 Jahren waren die letzten Eignungsprüfungen, glaube ich, oder 10 Jahre, wenn die so ein Kreuz machen mussten. Das war ja der Mutsprung. Der Gehorsamssprung. Gehorsamssprung, das war ja für die Der meisten Albtraum für viele Reiter. Albtraum, genau so ist es. Und das wäre heute ja gar nicht mehr möglich. Ja, das stimmt. Weil die Zucht sich ja so auseinander. Links Dressurpferde, rechts Springpferde. Das gibt's ja gar nicht. Wann habt ihr gemerkt, wow, der kommt an bei Züchtern? Ja, weil der einfach eine Erscheinung hat. Den konntest du aus der Box holen, der stand da. Ich habe noch ein altes Bild, kann ich Ihnen ja mal zeigen, wo er auf der Hengstaufführung geht mit Anne Rea in Bremen ist das, glaube ich, ja. Bremen, Ja. Stadthalle Bremen. Da Heute war Anne Lauderbach. Heute ne? Anne Ja. Lauderbach. Ich glaube, da war von 4 oder 4. Die hat bei euch ihre Ja, bei Lehre uns gemacht? eine Lehre gemacht. Bei mir eine Lehre gemacht, Pferdewirtschaft. Und die ist jetzt aber wieder, war in England und ist jetzt wieder zurück hier in Lastrup. Hat hier geheiratet und hat einen eigenen Stall hier in der Nähe von uns, von der Firma. Und also Quattro B war insgesamt 10 Jahre im Sport. Ja. Und Warum der- habt ihr ihn dann rausgenommen? Weil 10 Jahre ist jetzt ja noch nicht so ein Alter. Ja, weil er da auch sehr viel benutzt wurde und was ich vorhin schon sagte, beides konntest du nicht machen, entweder reiten oder decken, wenn du geritten hast oder richtig oder Sport geritten hast, wollte einfach nicht decken. Ja, man sagte ihm danach, die Samenqualität sei nicht so gut gewesen. Gut, der hat nicht so viel gehabt, ne? Der hat keine Masse gehabt. Wenn du heute von einem Fiedertanz zum Beispiel, da kannst du heute 10 Portionen von machen. Und bei Quattro war das 2, 3, 1, nicht zu viel. Und deswegen haben wir Zucht ging vor. Ja, und wenn man Ich hätte überlegt, lieber weiter gern geritten, aber Vater und mein Bruder sagten, nee, lass uns mal decken. und wenn man überlegt, er hat ja relativ wenig Nachkommen. Ja. Er ist 24 Jahre alt geworden. Wahrscheinlich eben wegen der Samenqualität, aber wie die sich entwickelt haben. Ich meine, die Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen liegt bei über 1,4 Millionen. Er selber war ja auch ganz erfolgreich. Gibt es heute noch Nachfrage? Ja, gibt's noch. Nachfrage gibt's noch, aber wir haben leider keinen TG-Sam mehr. Alles Den wenig, den wir hatten, der ist weg. Und das war einfach so ein Alleskönner, auf Deutsch gesagt. Und wie war er denn im Stall? Reden wir mal über das Pferd Quattro B. Das Pferd selber war wie, was soll ich sagen? Der hat nichts Negatives, kamst in den Stall, machst einen Halfter drauf, holst ihn raus. Ein ganz normales Pferd. Wenn er decken musste, ging er an der Deckstand, macht sich fertig und trottete wieder raus. So konntest du den Sattel drauf tun, den konntest du auf dem LKW neben der Stute anbinden. Verrückt. So einen Charakter hatte er. Und sehr, sehr unkompliziert. Und das hat er auch weitergegeben. Der hat ja viele doppelt veranlagete Pferde gemacht, was heute ja gar nicht mehr gibt. Ja, er hat fast sein ganzes Leben hier bei euch auf der Deckstation gestanden. Hatte immer dieselbe Box. Er hat immer die gleiche Box gehabt. Vorne Und- links. Quattro B heißt der auch, der hieß erst Quattro, aber da gab es noch einen anderen Hengst. Der hieß auch Quattro und früher durften die noch nicht, oder heute auch nicht mehr, keine Doppelnamen vergeben. Und deswegen haben wir ihn dann, ich glaube, 4 Jahre, nachdem er ein Jahr gedeckt hat, mussten wir ihn umtaufen auf Quattro B. Ich glaube, sein Sportname war Quattro 7. Ja. Und Deckhengst war Quattro B. Weil ein Hengst sagt Quattro, ich glaube, hat Eva Bitter sogar geritten. Der war auch gekürt und das war auch, der hieß Quattro, deswegen mussten wir den Namen ändern. Quattro B. Und hatte er eine Bezugsperson bei euch? Eine Pflegerin, Michaela, meine Pflegerin, die heute auch noch bei uns ist, die hat ihn betütelt. Und Mädchen konnten den auch reiten. Die konnten ihn, wenn ich mal keine Zeit hatte oder wenn er kein Turnier gegangen ist, haben die Mädchen geritten hier. Auch mit ganz normal mit anderen Hengsten zusammen oder mit Stuten zusammen. Der hat einfach Charakter. Der war einfach immer gut gelaunt. Wahnsinn. Und das eben ja auch weitergegeben. Ne? Und das weitergeht, das vor allen Dingen.
Hat ja eine richtige Kuhlinie aufgebaut. Erinnerst du dich an die ersten Fohlen? Die waren langbeinig und was sie alle hatten, unheimlich Takt in den Füßen. Konnten unheimlich laufen. Was heißt bewegen. So elastisch, sagt Elastisch man einfach ja durch den Körper. nach. Und alles so unheimlich guckt drauf. Und ein großes Auge hat er, was er selber auch hat er auch weitergegeben. Ja, gibt's doch nichts Schlechtes, der war einfach positiv. Und wenn jetzt Züchter kam, wie habt ihr die beraten? Also auf welche Stuten passt der besonders gut? Ja, er konnte wieder mit Blut umgehen. Er hat sie edel gemacht, aber er hat auch mit einem Vollblutpferd hat er keinen spirreldünnen gemacht, sondern hat sich selbst weiter vererbt, sein Typ. Er ist ja so ein bisschen auch, ne? Man sieht gut bemuskelt, rund. Er war nicht sehr groß, 1,68. 68 schätze ich. Also ausreichend groß, ne? Hätte vielleicht in der Rippe ein bisschen länger sein können. Im Mittelstück war vielleicht ein bisschen kurz, wenn wir was sagen, aber sonst war es korrekt. Und einfach immer gut das Positive, der war immer gut drauf. Was ich nicht immer bin, aber der war immer gut drauf. Braucht man auch im Stall so ein Pferd, ja. 100%. Und war er immer fit und gesund oder gab es auch mal Tage, wo ihr gesagt habt, ach Gott, ja. Nee, da hatte mal ein Jahr, hat er irgendwie, ich glaube, ein Hufriss und Saumbandriss. Das musste dann mal, glaube ich, 4 Monate durfte er nur einen Schritt gehen und das war das Einzige, was er hatte. Und sonst unkompliziert? Sonst einfach unkompliziert. Fraß alles, machte alles. Top. Hattet ihr mal Angebote für einen Verkauf? Ja, aber Vater sagte, ich wollte dort Deckstation machen, also müssen wir behalten. Dürfen wir nicht verkaufen. So. War auch gut so. Entscheidung gelaufen. Ne? Ja. Wann kam denn die Entscheidung für euch, ihn aus dem Sport zu nehmen? Also 2000 oder im Jahr 2000, aber habt ihr da lange drüber nachgedacht? Oder? Ja, weil er sehr frequentiert wurde bei den Züchtern. Man musste ja entweder machen wir ganz. Und dieses Halbsportreiten und Halbdecken, beides bringt das ja nichts. Aber das ist doch bestimmt keine leichte Entscheidung. Du hattest, glaube ich, 99 mit ihm noch in Bremen gewonnen. Ich hätte gern weitergeritten, aber haben wir uns zusammengesetzt mit der Familie. Was machen wir jetzt? Ja, wenn er decken muss er decken. Und da in den Sport, wo er hin soll, da muss ich richtig reiten. Da muss ich auch das ganze Jahr trainieren können, um dahin, weil die Qualität da oben 1,50 Meter, 1,55 Meter Parcours zu reiten, hätte er immer gemacht. Bloß dafür muss ich natürlich auch richtig trainieren. Es ging beides nicht, haben wir gesagt, dann bleibt halt in der Zucht. Und das hat ihm gefallen? Das hat ihm gefallen. Kann ich mir vorstellen. Er ist 2014 eingeschläfert worden. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Wie ging es ihm da? Er hatte eine Art Kolik und kriegte immer wieder Kolik, meine ich. Ich weiß auch nicht, meine ich, ja. Kolik und darauf haben wir dann eingeschläfert. War nicht mehr zu retten? Nee. An der Stelle? Nee. Und hattet ihr da genügend TG zu der Zeit noch, oder? Hatten wir ja, und ist da aber innerhalb von 2 Jahren war das weg. Da fing das auch erst an mit TG, war natürlich nicht so eine Masse TG, wie wir jetzt von Lord Pezzi noch haben, weil er halt nicht die Masse hatte, auch beim Gefrieren von TG. Es gibt ja Hengste, die kannst du einfrieren, noch und nöcher, und welche, wo es nicht so 100% läuft. Und das war bei ihm leider so. Wenn du dich rückblickend an ihn erinnerst und ihn vergleichst mit den heutigen Pferden, mit denen du im Sport erfolgreich bist, was hatte er nicht? Er könnte heute mit den gleichen Pferden mitziehen, genauso. Er hatte Blut genug, was die heute brauchen. Und es war kein Langsamspringer, sondern einer, der richtig schnell um Ecken konnte und Schnellkraft hatte. Der wäre heute im Sport genauso wie unsere anderen Pferde, Lord Pezzi Junior oder Scheckter jetzt, der hätte mitziehen können. Habt ihr noch Quadro-B-Stuten, mit denen ihr weiterzüchtet? Eine Grandeur-Quadro habe ich noch. Eine Grandeur aus der Quadro-Stute. Direkte Quadro habe ich nicht mehr. Hat mit 2 und eine ist eingegangen und eine haben wir verkauft. Genau, aber auch an guten Züchter, wo wir die Fohlen immer wieder kriegen können. Und wenn du mal so deine gesamten, eure Hengstlegenden mal betrachtest, wo würdest du Quadro B dann einordnen in einem Ranking? Als Sportler, ja, in Top 3 wäre der kommen. Denke ich, wenn wir ihn hätten oder ich hätten reiten können wie ein normales Turnierpferd. Da wäre da oben auch angekommen. Und von der Zuchtleistung her? Von der Zuchtleistung hat er sich natürlich 100%, die relativ wenigen, die er produziert hat, die sind ja alle übers Niveau gegangen. Erkennst du seine Nachkommen? Ja, man erkennt sie.
Woran? Auge. Bisschen ab und zu mal dieses kurze Mittelstück hat er schon mal gemacht. Kurzen Rücken, auf Deutsch gesagt. Und die Rittigkeit, die sind einfach rittig. Und wenn du Quattro in der Mutter hast, das merkst du auch. Mhm. Das setzt sich durch. Die Rittigkeit hat er weitervererbt. Spannend. Was sind die 3 Dinge, unsere abschließende Frage immer im Podcast, die du mit Quattro B verbindest? Gute Laune, immer gute Laune gehabt. Leistungsbereitschaft und unkompliziert. Vielen Dank, Gilbert Böckmann, für das Gespräch. Bitte, gerne. Ja, ein total echter Alleskönner. Also absolut. Ja, und dann im Alter von 10 schon aus dem Sport verabschiedet und bis dahin geschafft, irgendwie in Springen und Dressur so erfolgreich zu sein. Ja, ich stelle mir richtig den Krisenstab der Familie vor, wie die da zusammensitzen und darüber beratschlagen. Und ich kann auch Gilbert Böckmann gut verstehen, weil wenn das Pferd so talentiert ist und wir haben ja gehört, er hat gesagt, das ist einer seiner Top 3 Pferde gewesen. Ja. Und dann zu sagen, okay, nee, aber für das Gestüt und für die Deckleistung trete ich halt dann zurück, weil das ist das, was wir tun. Ja. Das wird nicht leicht gewesen sein. Das denke ich auch. Interessant auf jeden Fall, super spannend. Ja, super spannend finde ich auch die Zahlen. Ich habe jetzt mal weg von den Pferden ein bisschen. Ich habe mich mal mit den Zahlen zu unserem Podcast ein bisschen beschäftigt. Ist ja schon Folge 15, ne? 16 das ist jetzt die 16. Folge. Wow. Die letzte Folge war die Folge 15. Und wir haben insgesamt über 600 Minuten Podcast produziert bisher. Das sind ja über 10 Stunden. Ja, wow. Also echt krass. Ja. Also wie lange es auch die Zuhörer schon mit uns hier zu tun haben. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Wir haben auch einige Hörer der ersten Stunde, die mit der Goldschieber-Folge gestartet haben und bis heute immer schön kontinuierlich dabei geblieben sind. Ja, du, wenn du mal überlegst, 10 Stunden Geschichte über Stempelhengste, über echte Hengstlegenden, die die Dressur und die Springwelt oder auch die Vielseitigkeitspferde-Reiterwelt echt beeinflusst haben. Ja, und nicht vergessen, Lynn, wir haben ja auch schon ein Buch rausgegeben dazu. Ganz genau. Ja? Das Buch verkauft sich ja weiter. Wir haben es immer noch bei uns auf der Homepage im Shop und es ist immer noch verfügbar. Und es ist schon ganz schön toll, was aus unserem kleinen Projekt geworden ist, finde ich. Und gerade in letzter Zeit, finde ich toll, kriegen wir immer wieder Nachrichten von Hörern, die jetzt erst auf uns aufmerksam geworden sind und die dann auch schreiben, dass sie alle Folgen innerhalb von wenigen Tagen durchgehört haben. Und wenn man jetzt so zusammenrechnet, dass das über 10 Stunden sind. Ja, ich habe auch großes Verständnis dafür, dass Dressurreiter zum Beispiel sich über die Dressurhengste mehr freuen oder auch Springreiter natürlich dann über die Springlegenden eher herfallen. Aber doch, also über 10 Stunden, das ist, wenn man das mal so überlegt. Ja, also vielen da kann man Dank genau, für eure nur ein großes Dank an unsere treuen Zuhörer aussprechen. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, immer über alle Nachrichten, die wir von euch kriegen, alle Vorschläge und ganz toll, immer weiter her damit. Dank euch. Okay. Genau. Ja, die nächste Folge kommt in 2 Wochen. Bis dahin, folgt uns, abonniert diesen Kanal. Und bleibt weiterhin gesund. Genau, bleibt gesund. Es wird ja Gott sei Dank alles schrittweise normaler, zum Glück. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.